Liebe Extremistinnen und Extremisten draußen an den Geräten. In Thüringen, dem Kernland von Rostbratwurst und nationalsozialistischer Machtergreifung, hat sich ein windiger AfDP-Friseur mit Cowboystiefeln und voller Absicht aus Versehen zum Ministerpräsidenten wählen lassen, bevor er sein Amt nur Stunden später widerwilligst wieder aufgab. Ich gehe davon aus, dass die EU-Kommissionspräsidentin in Kürze nachziehen wird, denn die Blaupause für einen derartigen Kulturbruch stammt aus Brüssel. Nicht umsonst hat Ursula von der Leyen gerade endlich selbst übrigens einmal zu Gast in dem ihr zu Ehren eingerichteten Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre erst vor ein paar Monaten offensiv um die Unterstützung von Rechtsradikalen geworben. Ihre knappe und ohnehin höchst undemokratische Wahl, kein europäischer Bürger hatte sie je auf dem Wahlzettel, wenn ich mich recht erinnere, verdankt sie letztlich den entscheidenden Stimmen der rechtsnationalistischen polnischen PiS-Partei und des ungarischen Möchtegern-Faschisten Viktor Orbán. Und nun zu etwas ganz anderem. In den öffentlichen Debatten kursiert dieser Tage ein lustiges kleines Theorem, das vermutlich als das erbärmlichste politische Analyseangebot des 21. Jahrhunderts in die Geschichte der Demokratie eingehen wird, die sogenannte Hufeisentheorie. Sie behauptet, dass es im politischen Raum so etwas wie eine Mitte gibt, gutartige Vertreter der liberalen Demokratie und Ränder aus bösartigen Extremisten, die sich irgendwie gegen diese Mitte richten. Und das war's auch schon. Geistreicher wird es nicht. Die Vertreter der Mitte, deren analytisches Elementarwissen eigentlich in der Phrase gipfelt, in einer komplexen Welt könne es so einfache Antworten gar nicht geben, scheinen selbst auch nicht die feurigsten Vorkämpfer differenzierten Denkens zu sein. Maßgeblicher Stützpfeiler der wissenschaftlich höchst problematischen Hufeisenidee ist ein von neurechten Vordenkern des Verfassungsschutzes als Extremismustheorie entwickeltes Konzept, das vor allem auf von Uwe Backes und Eckhard Jesse in Umlauf gebracht wurde. Jesses augenfällige Schlagseite zeigt sich nicht allein in der fortgesetzten Verbreitung nationalistischer und geschichtsrevisionistischer Thesen, sie ist auch im Verbotsverfahren gegen die dämliche NPD deutlich geworden. Seiner faschismusverniedlichenden Ansicht, die NPD sei für ein Verbot doch viel zu unbedeutend, schloss sich das Verfassungsgericht bekanntlich an. Zur Überraschung und Freude meines damaligen Sitznachbarn. Sie erinnern sich an den senilen Udo Vogt. Wenn man AfD und Linkspartei neuerdings also gleichsetzen muss, gilt das dann auch für Hitler und Stauffenberg, AKK und PKK, Trichlorethylen und Tick, Trick und Track? Hufeisentheorien mögen auf der Trabrennbahn von Nutzen sein. Als vereinfachende Welterklärungsformeln sind sie völlig ungeeignet. Ein Hufeisen unterschlägt nicht nur den zugegebenermaßen feinen, aber auch ausschlaggebenden Unterschied zwischen Kapitalismuskritik und Naziterrorismus, sondern auch alle Extremismen, die sich in der angeblich extremismusfreien Mitte selbst verbergen. Und die reichen immerhin vom neoliberalen Marktextremismus der Spaßpartei FDP über den extremistischen Opportunismus eines Olaf Scholz, angeblich Sozialdemokrat, bis zur ohne jeden Zweifel extremistischen Selbstüberschätzung eines kompetenzfreien Provinzpolitikers im Bundesverkehrsministerium. Unter uns, ich spreche von Andi B. Scheuert. Über die Extremisten der verfickten AfD ist mittlerweile genug gesagt, geschrieben und berichtet worden. Alles davon stimmt. Die sozialdemokratisierte Linkspartei vertritt ähnlich gefährliche Positionen wie die SPD vor Gerhard Schröder oder die CDU im Ahlener Programm. Zitat: Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Das war jetzt CDU, nicht die stalinistischen Kommunisten der Linkspartei. Wäre die Linkspartei mittlerweile nicht völlig überfordert, wenn man sie auch nur um einen Hauch Linksextremismus bäte? Doch, das wäre sie. Was ist das eigentlich für ein Land geworden, in dem einem auf Anhieb mindestens 5 gefährliche Rechtsextremisten einfallen, aber kein einziger gefährlicher Linksextremist, außer Johannes Kahrs? Um die allenthalben entstandene Verwirrung endlich aufzulösen, möchte ich allen, die die Linke tatsächlich für irgendein
Spiegelbild der Piep AfD halten, Folgendes ankündigen. Bei Gelegenheit werde ich persönlich eine richtig gefährliche, durch und durch stalinistische, maoistische oder noch verdorbenere Partei gründen, die es sich zum obersten, nicht verhandelbaren Ziel setzt, die überlebenden Reste unseres Planeten einem krass ekelhaften, fettkommunistischen Terrorregime zu unterwerfen. Ich würde mir zum Beispiel vornehmen, das Vermögen des reichsten Prozents zu konfiszieren, um es auf die restlichen 99% der Menschheit und mich zu verteilen. Facebook und Amazon verstaatlichen, derivative Finanzinstrumente verbieten, Heckler und Koch und Kollegen abwickeln, super Umweltficker, SUV, Aufkleber auf alle SUVs kleben und jeden tagelang foltern, der dabei auch nur vorsichtig geblinzelt hat. Und das, liebe Freunde der Hufeisentheorie, wäre dann das echte Korrelat zu den Faschisten, die Sie auf der anderen Seite ihrer unterkomplexen Weltsicht finden. Europa nicht den Laien überlassen, die politische Theorie aber auch nicht. Smiley.